Hallo und herzlich willkommen im MoMaCamp-Kanal. Wir befinden uns bei Caravan und Freizeit Wörthmann in Stur. Ja, was haben wir euch Schönes mitgebracht? Wir haben den Hymer Yellowstone Kastenwagen mitgebracht. Wie ihr seht, wir fangen mal von hinten an, passt gerade so schön. Wir haben hier eine sehr massive Trittstufe oder eine Treppe oder Leiter nach oben. Gefällt mir optisch sehr gut. Wir haben die Heckansicht nochmal hier foliert oder sie wurde foliert. Wir haben hier Rahmenfenster, die dritte Bremsleuchte. Hier oben sieht man auch integrierte Rückfahrkamera. Dieses Grau mit diesen schwarzen abgesetzten gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Wir haben hier nochmal den Yellowstone Schriftzug und auch hier diese Hymer-Schild in so Metallschiene oder Metalloptik, das mir auch sehr gut gefällt. Lass uns mal weitergehen ums Fahrzeug. Wir haben hier eine große Schiebetür. Zu den Abmaßen oder Längen des Fahrzeugs würde ich dann nachher im Anschluss noch mal kommen. Auch hier zieht sich die Folierung durch bis nach hinten. Wir haben hier den Yellowstone Schriftzug nochmal. Wir haben hier 16 Zoll Alufelgen in Schwarz. Finde ich auch, sieht so ein bisschen Offroad-mäßig aus. Dadurch, dass das Fahrzeug etwas höher ist, gefällt mir optisch auch ganz gut. Elektrische Trittstufe im Eingangsbereich. Gucken wir uns das Fahrzeug mal von vorne an. Wir haben hier oben ein Fenster, also so ein Panoramafenster. Man sieht auch den Hymer-Schriftzug darunter. Vorne ist kein Fiat-Emblem, sondern ein Hymer-Emblem. Auch dieses Grau und dann im Kühlergrill schwarz eingefasste gefällt mir sehr gut optisch. Macht schon was her optisch. Gehen wir weiter ums Fahrzeug. Wir haben hier den Truma Abzugskamin. Hier unter befindet sich der Stromanschluss. Dann die Stratford Kassettentoilette. Und den Frischwasseranschluss. Auch hier kann man noch mal gut sehen, mit noch einem verlängerten Rohr für den Ablauf vom Gebrauchswasser. Dann auch noch mal auf der Fahrerseite den Yellowstone Schriftzug. Und was mir auch optisch gefällt, gerade wenn das dunkel ist, sind diese drei Außenbegrenzungsleuchten. Macht optisch auch schön was her. Wenn man fährt, finde ich immer ganz cool, kann man in den Seitenspiegel gucken und sieht so diese Begrenzungslichter. Finde ich optisch ganz gut gelungen. Dann zeige ich euch jetzt mal den Innenraum. Ich würde nur ganz kurz mal zur besseren Ansicht einmal die Heckklappe aufmachen. Magst du dich hier hinstellen? Dann können wir das von hier besser filmen, kann ich das den Leuten besser zeigen. Fangen wir auch hier gerne mal an. Hier unter der Abdeckung befindet sich der Gaskasten, also innenliegend. Aber auch von der Höhe her für das Hereinstellen der Gasflaschen ist super leicht. Das passt ganz gut. Wir haben hier zusätzlichen Stauraum. Ich möchte euch das Prinzip einmal kurz zeigen mit dem Bett. Dafür muss ich einmal ins Fahrzeug gehen. Wir haben hier einen Schalter, den ich einmal betätige. Muss ich einmal gucken. Klappe ich das mal hier hoch. Jetzt muss ich die beiden hinten. So. Genau. So. Man klappt das hier also runter. Legt sich die Matratzen hier sozusagen dazwischen. Die Matratzen sind auch noch mal extra dafür geeignet, hier zu liegen. Und so ergibt sich eine sehr große Liegefläche. Und der Clou überhaupt beim Kastenwagen, was den Kastenwagen meiner Meinung nach sehr attraktiv macht, ist, dass wenn ich das hier hochgeklappt habe und hier gesichert habe, dass ich hier auch was im Fahrzeug transportieren kann. Also gerade die Alltagstauglichkeit und die Wendigkeit vom Fahrzeug ist sehr gut gegeben und macht das Auto sehr flexibel im Alltag. Das heißt also, auch wenn ihr das als Zweitfahrzeug haben wollt und wollt auch normale Dinge erledigen und im Alltag bewegen, vielleicht für einen kurzen Arbeitsweg, passt das Fahrzeug. Hier unterhalb dann nochmal Schubladen, belastbar mit 15 Kilo. Und hier nochmal eine Stauklappe. Gegenüberliegend auf der Fahrerseite auch nochmal Schubladen. Alle Schubladen natürlich auch mit Softclose.
Und was mir sehr gut gefällt, ist dieses Zugband in Leder. Haben ja viele Hymer-Modelle jetzt. Finde ich sehr gut. Kann man das auch leicht anpacken und auföffnen. Hier nochmal ein weiterer Schrank. Jetzt nochmal zum Prinzip, was ich eben zeigte, mit dem Abgrenzen. Nachher, wenn man das Bett gebaut hat, man zieht das hier bis zur Endposition hin. Das klickt sich dann einmal ein, klappt das dann hier sozusagen auch runter. Und diesen Schalter hier hatte ich eben einmal gesucht, das kann ich noch mal zeigen hier im Video einmal. Man muss diesen Schalter hier ziehen, damit man das wieder wegfahren kann. Wenn das dann ausgefahren ist, für den leichteren Einstieg in den Bettbereich, wurde auch noch mal mitgedacht, gibt es so eine Einstiegsstufe, macht das Erreichen des Bettes auch viel einfacher. Und schon ist es verschwunden. Gehen wir hier oben noch mal weiter im Bettbereich. Jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite zwei schöne große Schränke. Hier auf der linken Seite noch mal unterteilt. Auch hier mit der Rausfallkante. Innen mit Filz ausgelegt. Auch diese Klappen verfügen über Soft Close. Dann hier noch mal im Heckbereich zwei schöne Klappen, so dass Sie auch für Ihr Gepäck und ähnliches genug Verstaumöglichkeiten finden. Das ist super gegeben hier im Fahrzeug. Dann hier noch mal zwei weitere Klappen auf der Fahrerseite. Dann verfügt dieses Fahrzeug hier jetzt über eine Dachklimaanlage von der Truma Aventa, die das Fahrzeug super temperiert, wenn Sie im Süden stehen oder im Hochsommer halt eine Abkühlung suchen im Fahrzeug, kühlt das Fahrzeug sehr gut runter. Wir haben hier nochmal auch ein kleines witziges Detail. Wenn das Bett dann gebaut ist, kann man hier mal eben zwei Jacken oder sowas Ähnliches hinhängen. Finde ich auch ein witziges Detail, so dass man auch Jacken wirklich leicht unterbekommt. Das passt. Dann, um sich ein bisschen abzugrenzen im Schlafbereich, gibt es hier nochmal einen Vorhang. Man muss sich ja vorstellen, hier ist das Bett so gebaut. Wenn dann vorne noch mal jemand sitzt und was liest und ein bisschen Licht an ist, hat derjenige dann auch ein bisschen Privatsphäre, wenn er sich hier hinten zurückzieht. Das wird hier gesichert mit so einem Band und einem Druckknopf und ist dann gesichert. Vom Schlafbereich aus lässt sich die gesamte Lichtsteuerung ebenfalls steuern. Zusätzlich noch mal vorne über das Hymer-Display, zeige ich euch gleich. Das kriegen wir noch mal hin, dass ihr das auch seht. Kommen wir zum Küchenbereich. Hier ist der Tredford-Kühlschrank verbaut mit separatem Eisfach. Unterhalb des Kühlschranks nochmal ein zusätzliches Fach. Oberhalb der Küchenzeile sind nochmal zwei Schränke. Ich mache jetzt mal beide gleichzeitig auf, so dass ihr da auch noch Küchenutensilien und ähnliches unterbringen könnt. Ist dann auch gegeben. Dann aus vielen Hymer-Modellen diese Holzapplikation an den Seitenwänden. Und jetzt hier im Kastenwagen ist das nochmal im Sitzbereich sehr gut zu sehen. Und im Küchenbereich, das gefällt mir richtig gut, ist auch schon wirklich bekannt. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose und den Lichtschalter für das Lichtsystem. Und hier gibt es Haken und soweit auch ein Licht, was man hier in den Schienen einhängen kann. Das wird wahrscheinlich bei den Hymer-Modellen hier auch möglich sein, dass man sowas sich beschafft. Dann hat man ein flexibles Licht. Zur Küchenzeile nochmal selber. 2 Flammen Gasherd. Pizarro-Zündung ist auch vorhanden. Er hat jetzt keinen Strom. Das müssen wir gleich mal klären, warum. Und den Einarmmischer und auch hier so ein witziges Detail hier mit dem Hymer-Schriftzug. Kann man sich hinschieben oder zurückschieben, so dass man leicht die Klappen öffnen und schließen kann. Unterhalb des Herdes einmal ein kleines Fach für Handtücher, zum Beispiel hier mit so einem Gummiband, die Gasabsperrhähne. Dann hier die Schublade mit Besteckfach. Dann gibt es hier nochmal dieses bekannte Brett mit 5 Kilo belastbar. Das hängt man sich hier ein und hat dann so eine Ablagemöglichkeit, wenn man hier zum Beispiel kocht. Und bei den meisten oder bei manchen Modellen, müssen wir mal gucken, ob das hier geht. Na, hier geht es leider nicht durch diese Absatz. Aber die Vorkehrung, oder das ist eigentlich schon geschaffen, geht aber dann nur auf dieser Seite. Dann hier unter noch mal eine weitere Schublade. Auch diese Schubladen sind mit 15 Kilo belastbar. Dann haben wir hier das Müllsystem. Einfach nur rüberschieben.
separaten Mülleimer. Man kann hier unten sehr gut sehen, die Elektrik, wie sie verlegt ist, und die Heizung. Kommen wir zum Duschbereich. Ja, wir haben hier eine Stratford-Toilette, die hier verschiebbar ist. Oberhalb einen separaten Schrank. Hier auch nochmal mit 230 Volt Steckdose. Hier sind nochmal Kleiderhaken, die auf diesem Schienensystem sind, sodass man sich die individuell hinschieben kann. Abgetrennt wird das Fahrzeug mittels einer Schiebetür, die sehr leichtgängig ist und auch sehr gut schließt. Also man muss ein bisschen Kraft aufwenden, um sie zu öffnen. Wir haben hier das Waschbecken mit dem ausziehbaren Duschkopf. Schöner großer Spiegel. Und was mir auch wichtig ist immer, ist ein aufstellfähiges Fenster im Duschbereich, um die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug zu bekommen. Man sieht es jetzt, ihr fragt euch bestimmt, Mensch, wo ist denn die Dusche? Dazu betätige ich diesen Taster hier und kann das System hier so, das müssen wir mal wegschieben, hier so rüberklappen bis zur Endposition. Dann gibt es hier nochmal unter der Transportsicherung eine Verlängerung. Das wird dann hier gegengelehnt und arretiert und es entsteht eine komplette Nasszelle, sodass man sich den Duschkopf hier rausziehen kann und kann dann hier individuell duschen, wie man möchte. Und in der meisten Zeit benötigt man die Dusche ja nicht. Achso, das muss ich jetzt erst zurückklappen. Dann schiebe ich das hier wieder so rüber, verriegel das und habe wieder ein praktisches Waschbecken. Unten nochmal mit Einlegeboden. Das müssen wir natürlich herausnehmen. Es ist aber wirklich gut, wenn man das nicht benötigt und hat den Einlegeboden, weil man dann eben einen Boden hat, um darauf zu laufen. Dann würde ich einmal zum Sitzbereich kommen. Sehr schöne feste Polster. Anschnallgurte sieht man ja hier, sind vorhanden für 4 Personen. Ich bin der Meinung, dass man hier maximal mit 3 Personen schlafen kann. Das können wir gleich nochmal in den technischen Details klären. Wir haben hier, jetzt muss ich mal gucken, wie das Prinzip geht. Hier. Den Tisch, den man verlängern kann. Das ist natürlich dann interessant, wenn Beifahrersitz und Fahrersitz gedreht sind, dass man individuell sich das dann so gestalten kann, dass man hier problemlos essen kann. Hatte ich das ja eingangs zum Küchenbereich schon gesagt, mir gefällt sehr gut diese Holzapplikation. Hier gibt es auch diese Schiene für das Lichtsystem, was man hier in die Steckdose stecken kann, 12 Volt, dass man so einen Lichtspot hat. Fenster sind alle mit Verdunklungsrollo und Fliegenschutzgitter ausgestattet. Entschuldigung. Auch hier lässt sich das Lichtsystem nochmal steuern. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose, USB und USB-C-Schnittstelle, sodass man hier mit dem Laptop und ähnliches sitzen kann und arbeiten kann. Oberhalb des Sitzbereichs sind nochmal 2 auch wirklich schöne Schränke. Wenn man den vorderen noch mitzählt, sind das sogar 3, sodass sich auch wirklich hier problemlos alles verstauen lässt. Dort unter befindet sich noch die Truma Init-Steuerung für die Heizungsgeschichte. Auch diese Klappen haben Soft-Close. Man kann das noch mal unterhalb des Fahrersitzes oder Fahrerbereichs sehen. Diesen Lichtspot, der müsste auf der Beifahrerseite ebenso vorhanden sein, genau, so dass man auch wirklich dann noch mal eine Leselampe hat. Man sieht es hier im Vorderbereich, aus dem Kastenwagen bekannt sind diese Leselampen. Die sind meiner Meinung nach aber sehr schwach und mit dem Lichtspot hat man noch die Unterstützung, so dass man dann auch besser ausleuchten kann, wenn man irgendwas lesen möchte. Der Temperaturwächter sitzt hier unter, auch ganz sinnvoll. Tisch lässt sich hier noch mal leicht innerhalb dieser Schiene hier verstellen, in diesem Bereich zumindest, so dass man auch noch den Tisch dichter ranziehen kann, wenn man möchte. Hier unterhalb des Fahrzeuges ist noch mal eine Ablagemöglichkeit. Das ist auch noch mal hier so, so dass man da auch noch Kleinigkeiten verstauen kann, Spiele oder ähnliches. Dann würde ich zum Fahrerhaus kommen. Achso, hier oben wollte ich noch mal sagen, das konnte man außen ja sehen, diese Fensterhutze, die vorne angebracht worden ist. Nochmal zusätzliche Belichtungsmöglichkeiten oder Beleuchtung oder Außenlicht, was man ins Fahrzeug kriegen kann. Das ist dann hier auch nochmal stufenlos verdunklungsfähig, sodass man die Lichteinstrahlung reduzieren kann, damit sich das Fahrzeug nicht so aufheizt. Auf der Beifahrerseite ist ebenfalls nochmal dieses kleine Ablagefach. Und hier ist nochmal ein Kleiderhaken, kann man seine Jacke während der Fahrt oder sowas aufhängen. Komme ich mal zum Fahrerhaus. Ist der Schlüssel jetzt hier?
holen wir noch mal kurz den Schlüssel. Würde ich euch noch mal kurz zeigen. Wir haben das digitale Cockpit. Das Fahrzeug verfügt über ein Automatikgetriebe. Ich starte das Fahrzeug einmal, damit ihr das vielleicht noch mal sehen könnt. Das digitale Cockpit, wie es dann in der Funktion aussieht. Wir haben hier Warnhinweise, das befindet sich dann immer hier im System. Das heißt, auch wenn ich jetzt die Tür öffne, wird er das dann gleich anzeigen. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Tank. Man kann es hier rot dargestellt sehen. Die Heckklappentüren sind geöffnet. Die Schiebetür ist hier rechts geöffnet, so schmal sichtbar. Fahrer- und Beifahrertür sind ebenfalls geöffnet. Dann würde ich einmal den Bildschirm zeigen wollen, so dass ihr seht, ich mache jetzt mal auf den Rückwärtsgang. Nicht, dass das Bild gleich weggeht. Und so könnt ihr wirklich sehen, wo ihr euer Fahrzeug hinbewegt. Bleibt sogar an. Machen wir auf P. Jetzt geht es weg. Ja, dann die Radiosteuerung. Man hat hier diverse Medieneinstellungen, Radio und ähnliches. Dankeschön. Hier kann man die Radiosender sich aussuchen, die Komfortausstattung, dann das Navigationssystem, was ich optisch sehr schön finde, die Kartendarstellung. Man kann auf sein Telefon zugreifen und die einzelnen Fahrzeugdaten oder Fahrzeugeinstellmöglichkeiten und das App-Connect-System. Ja, dieses Fahrzeug hier hat eine sage ich schon, eine automatische Klimaanlage und Assistenzsysteme aus den aktuellen Fiat-Modell sind ja hinlänglich schon bekannt, lassen sich dann auch problemlos erweitern. Also viele Assistenzsysteme und Sicherheitssysteme sind zusätzlich verfügbar. Ja, Lederlenkrad, Multifunktionstasten sehe ich hier. Wir haben hier sogar einen Knopf extra für das Einfahren der elektrischen Trittstufe. Finde ich auch sehr gut, muss man nicht extra nochmal aufstehen. Auch für Leute, die wirklich nicht so mobil sind, ist das natürlich ein Gadget, wo man sagen kann, okay, ich drücke hier drauf, dann ist die Trittstufe eingefahren. Vergisst man die auch mal. Es gibt auch einen Warnhinweis, dass die Trittstufe ausgefahren ist. Zum Verdunklungssystem, man zieht es hier bis zur Mitte, die Gegenseite ebenfalls. Dann arretiert sich das hier mit einem Magneten. Und Fahrer- und Beifahrerseite sind da sehr identisch. Man zieht es hier in der Schiene nach vorne, arretiert das hier vorne einmal und hat dann auch so ein super Verdunklungsergebnis. Oder man benötigt das auch, wenn man im Süden steht oder im Sommer die Sonneneinstrahlung sehr hoch ist, dann kann man sich das Fahrzeug dann auch nochmal individuell verdunkeln. Ja, elektrisch einstellbare Spiegel beheizbar haben wir hier im Fahrzeug. Das Fahrzeug verfügt noch über eine Alarmanlage. Man kann das hier sehen. Hier ist auch eine Kontrollleuchte noch angebracht. Wir haben hier elektrische Parkbremse, also kein Handbremshebel, der hier im Raum steht und stört. Wir haben hier diverse Cupholder unterhalb. Dann hier oben USB und USB-C-Schnittstelle und 12 Volt, Möglichkeiten zum Laden und ähnliches. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Lichtspots hatte ich ja gesagt. Hier die Assistenzsystemgeschichte ist hier drin verbaut. Ja, komme ich zu den technischen Daten. Seid gespannt, bis gleich. Kommen wir zu den technischen Daten des Hymers Yellowstone auf Fiat-Basis. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 6,36 Meter, eine Gesamthöhe von 2,8 Meter, eine Gesamthöhe von 2,60 Meter. Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 Kilo. Der Grundpreis des Fahrzeugs beträgt 74.900 €. Wie gesagt, das Fahrzeug hat eine umfangreiche Sonderausstattung. Fiat Ducato Maxi, 2,2 Liter Multijet auf 140 PS, extra 9-Gang Wandlerautomatik, dann die 16 Zoll Alumetallfelgen, Pastel Giro Campo Volo, das ist wahrscheinlich die Farbe innen. Designbeklebung, Fensterfüllung Carbon, vollflächige Folierung des Bereichs Fenster, Seitenwand links, rechts und an den Hecktüren. Sicherheitssystem Alarmanlage. Wir haben eine automatische Klimaanlage mit Pollenfilter, dann eine 1700 Watt starke Dachklimaanlage, Aufstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts inklusive Verdunklungsrollo und Mückenschutz. Dann ist hier für die Autarkie eine Aufbaubatterie mit 80 Ampere-Stunden LFP inklusive Zusatzlader, 18 Ampere statt 95 AH AGM-Batterie. Fiat-Informationssystem mit 10 Zoll Touchscreen, integrierter Navigationssoftware. DAB+, Apple CarPlay, Google Android Auto inklusive Rückfahrkamera und Multifunktionslenkrad. Dann das voll digitale Cockpit mit integriertem 7 Zoll Display. Wir haben hier einen Wasserfilter fürs Frischwassersystem, TV-Vorbereitung mit DVB-T-Antenne aktiv, Isofix Kindersitzbefestigung für die Wohnraumsitzbank, dann das Backrack Plus
das Wohnraum-Komfortpaket, Sky-View-Fenster, Fahrerhaus inklusive Verdunklung, Ambientebeleuchtung, Wohnwelt Home, 2 Kisten und Stofftasche, Spannbettlagen nach Maß für Heckbetten, individuell an die Matratzenkonturen angepasst. Einlegeboden mit Korkoberfläche. Dann haben wir hier das Chassis-Paket, das ist 90 Liter Kraftstofftank, Nebelscheinwerfer inklusive Abbiegelicht, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad und Schaltknauf in Leder. Dann haben wir hier das Fahrassistenzpaket, das Fahrassistenzsystem, Notbrems- und passiver Spurhalteassistent, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Licht- und Regensensor, Totwinkelassistent inklusive Querwegerkennung, Außenspiegel elektrisch anklappbar. Dann das Style-Paket, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, kühler Grillrahmen schwarz, Skid-Plate schwarz Glanz, Scheinwerfer mit schwarzen Rahmen. Das hier dargestellte Fahrzeug, jetzt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, hat einen Gesamtkaufpreis von 97.575 €. Wie gesagt, ohne Gewähr, weil Preise ja auch stark Schwankungen unterliegen, möchte ich nur noch mal in dem Zuge erwähnen. Ja, würde ich jetzt zu meinem persönlichen Fazit kommen. Ja, schön, dass ihr noch dabei seid, freut uns. Komme ich zu meinem persönlichen Fazit. Ja, der Hymer Yellowstone mit einer Länge von 6,36 Meter bietet echt wirklich viel Platz. Auch die Alterstauglichkeit ist sehr gut gegeben. Das Bett, wenn es umgeklappt ist, hinten ergibt eine riesige Liegefläche. Oberhalb des einzelnen Bettbereichs befinden sich zahlreiche Stauschränke. Die Dachklimaanlage mit 1700 Watt kühlt das Fahrzeug wirklich auch sehr gut herunter. Ich finde diese Farbkombination mit dem hellen Sitzpolstern, viel Aluteilen, Holzteilen, diese Holzapplikation, die ich hier euch schon gezeigt hatte im Seitenbereich, ist da optisch schon sehr schön. Ja, wenn ich mir vorstelle, Fahrersitz, Beifahrersitz drehen, kann man hier auch sehr gut sitzen. Fernsehvorbereitung oder Fernsehmöglichkeit ist ja oberhalb des Schranks auch noch gegeben, sodass man seinen Fernseher anbauen kann. Ja, wer ein Fahrzeug mit der Länge oder auf der Länge sucht, mit ausreichend Stauplatz, hoher Alltagstauglichkeit, sollte sich das Fahrzeug gerne mal anschauen. Ja, die technischen Details hatte ich ja in den Daten vorher schon gesagt. Die Steuerung über das Lichtsystem, über das Hymer-Display ist wirklich sehr intuitiv und sehr leicht möglich. Ja, wenn euch das Fahrzeug gefällt, das Fahrzeug steht bei Caravan und Freizeit Wörthmann in Stur. Das ist in der Nähe von Bremen. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an das Team. Internetpräsenz ist vorhanden. Schreibt da die Leute gerne an, ruft da gerne an. Die helfen euch auch wirklich sehr gut weiter, wenn ihr Fragen habt. Ja, zu unserem Kanal oder zu unserem Video heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn ihr einen Kommentar da lasst, freuen wir uns ebenfalls. Wenn ihr Fragen habt, macht das auch gerne. Bis dahin, euer MoMA-Kanal.